Today I would like to talk a little bit about being stuck. Heute würde ich gerne ein bisschen darüber sprechen, stehen zu bleiben. And I would like to start with a story that my father once told me. Ich möchte gerne eine Geschichte beginnen, die mein Vater mir erzählt hatte. It was after one of my important math exams, Es war nach einer meiner Mathe-Prüfungen. because I wrote that exam Ich habe die Prüfung geschrieben and I realized I really failed. und ich habe sie leider nicht bestanden. So I came home Ich kam nach Hause and I was like, Eddie, I failed my math exam. und habe ich meinem Vater erzählt, ich habe die Prüfung nicht bestanden. And I started to cry and I was really sad about this. Und ich habe angefangen zu weinen, war sehr traurig darüber. And everything he said was just, Alles, was er gesagt hat, war: imagine walking down the street Stell dir vor, du würdest eine Straße entlang laufen and then on the street there were just toilets all around you. und dann an der Straße wären nur ganz viele Toiletten um dich herum. And I was like, Und ich war: what are you talking about? Wovon redest du? Because I just failed my math exam Ich habe gerade meine Prüfung nicht bestanden. and you're talking about toilets around me. Und du redest von Toiletten. But he just continued asking me. He was like, yeah, what would you do? Aber er hat weiter damit gemacht, mich zu fragen, was würdest du tun, wenn da Toiletten nicht rumlagen? And what would you do if you would fall into one of these toilets? Was würdest du tun, wenn du in eine dieser Toiletten reinfallen würdest? And I was like, what are you talking about? Und ich habe wieder gefragt, wovon er spricht. But then he just continued asking me that. Aber dann hat er einfach weiter mich das gefragt. And then I said, okay, I would probably cry a lot. Und dann habe ich gesagt, ich werde wahrscheinlich sehr doll weinen. But in the end, I would just go to the shower and I would wash myself maybe 1,000 times. Aber dann würde ich einfach aus der Toilette rauskommen und ein paar Mal duschen. Yes, and then he said that that is exactly what I should do with my life. Und dann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich mit meinem Leben machen sollte. He said that sometimes there are situations in your life Ich habe gesagt, ab und zu da sind Situationen in deinem Leben, that really feel or really seem like bad situations, disgusting situations. die so, ab und zu da Situationen in deinem Leben, die wirklich schrecklich sind und furchtbar. But then just go and cry Aber dann wein einfach and wash it off und wasch es von dir runter. and then move on. Und dann noch weiter. And that really helped me in a lot of situations. Und das wirklich hat mir geholfen in ganz vielen Situationen. And I really started to be like, okay, even though I have failed this, Ja, dann habe ich weitergemacht und einfach mir gedacht, okay, obwohl ich die Prüfung verstanden habe, I can still continue and move on. ich sollte trotzdem weitermachen in meinem Leben. But then also while I was growing up, Aber dann, auch während ich aufgewachsen bin, I realized a lot of times that this didn't always work. dann habe ich oft deswegen gemerkt, dass diese Situation immer geholfen hat. Because situations just sometimes seem to get more difficult. Denn Situationen wirken oft so, als würden sie immer schwieriger werden. And they just became more difficult. Und sie bekamen auch schwieriger. So situations where I was heartbroken because of some losses or some other problems. Ab und zu waren da Situationen, in denen mein Herz gebrochen war wegen verschiedenen Dingen. And then all of my friends, they were always like, yeah, just move on from this. Meine Freunde haben immer gesagt, mach einfach weiter von da. And of course, that's what you're supposed to do, and that's what is the right thing. Und genau das ist, was man machen sollte. But always when I tried to move on, Aber wenn ich versucht habe, einfach weiterzumachen, I always realized that I was falling down again. dann habe ich immer realisiert, dass ich wieder runtergefallen It bin. was like climbing up a big hole, Es war so, als würde ich aus einem großen Loch rausklettern. but never being able to come out of it, Aber ich habe es nie geschafft, rauszukommen, because I always fell back in. weil ich immer wieder reingefallen bin. And right now I would like to read a story with you from Daniel chapter 6, Jetzt würde ich gerne euch eine Geschichte vorlesen von Daniel, Kapitel 6, verse 12 to 17. Vers 12 bis 17. And it says, so they went to the king and spoke to him about his royal decree. They did not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you, your majesty, would be thrown into the lion's den. The king answered, the decree stands in accordance with the law of the Medes and Persians, which cannot be repealed. Then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from the kingdom, pays no attention to you, your majesty, or to the decree you put in writing. He still prays 3 times a day. When the king heard this, he was greatly distressed. He was very determined to rescue Daniel and made every effort until sunset to save him. Then the men went as a group to the king Darius and said to him,
Remember, Your Majesty, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. So the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, "May your God, whom you serve continually, rescue you." A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring, with the rings of the nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Does anybody maybe have the German version so that we can read that one? Da kamen diese Männer zu Haupt und fanden Daniel beten und flehen vor seinem Gott und traten hinzu und redeten mit dem König von dem König und dem Gebot. Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass wer in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer dir, König erlernen würde, zu den Blöden in den Graben geworfen werden? Der König antwortete und sprach: Es ist wahr, das Recht der Meder und Perser soll niemand aufnehmen. Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, der Gefangene aus Judäa, einer, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du verzeichnet hast, denn er betet des Tages dreimal. Da der König solche hörte, war er sehr betrübt und tat großen Fleiß, dass er Daniel erlöste und mühte sich, bis die Sonne unterging, dass er ihn errettete. Aber die Männer kamen zu dem König und sprachen zu ihm: Du weißt, Herr König, dass der Meder und Perser recht ist, dass alle Gebote und Befehle so der König beschlossen hat, sollen unverändert bleiben. Da befahl der König, dass man Daniel herbrachte und die warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, den du ohne Unterlass siehst, wer hilft dir? Yes, and then 18 too. Do you have 18? Because in the German version, I think verse 17 is good to verse 18. Hier Vers 18 durchführen. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Tür am Graben, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring der Gewaltigen, auf das nichts anderes in deinem geschieht. Amen. So Daniel got thrown into this lion's den. Also Daniel war in diesem Gefängnis. And they were supposed to be eaten by the lions Und da sollte er von Löwen gegessen werden, because he prayed 3 times a day, weil er dreimal am Tag gebetet hat. and they said that he's not supposed to pray. Und die haben gesagt, er sollte nicht beten. So the king declared that anyone who prays to any god but him Und der König hat gesagt, jeder, der zu irgendeinem Gott betet, der nicht er ist, then that person should be thrown into the lion's den. diese Person soll in einen Löwen geworfen werden. So Daniel did this, Aber Daniel hat das trotzdem getan. and I would like to talk about verse 17, Jetzt möchte ich gerne über Vers 17 sprechen, where it says that Daniel's situation might not be changed. wo es sagt, dass die Daniels Situation vielleicht sich nicht ändert. Have you ever felt like this? Hast du dich immer so gefühlt, dass sich nichts verändert? As if your situation is just impossible to have any change. Das ist ja eine Situation, also dass du dich so fühlst, als würde sich deine Situation niemals ändern. Because I have really experienced this before, Denn ich habe mich schon öfter so gefühlt, where I feel like I've done everything and I've prayed so much, dass ich mich so gefühlt habe, als hätte ich alles getan, ich habe so viel gebetet, but my situation just didn't change. aber die Situation hat sich trotzdem nicht geändert. And nothing seemed to get better. Und es scheint so, als würde sich nichts verbessern. And I've just felt stuck in this. Und ich habe mich so gefühlt, als würde ich stehen bleiben. But I would like to read from verse 19, Aber jetzt würde ich gerne von Vers 19 lesen. where it says, At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Daniel answered, May the king live forever. My God sent his angels, and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. So, as you see, Und der König ging Weg in seine Burg und blieb ungegessen und ließ auch kein Essen vor sich bringen, konnte auch nicht schlafen. Bis morgens früh, da der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zum Graben, da die Löwen waren.
Und als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht, des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, den du ohne Unterlass dienst können vor den Löwen erlösen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, dass sie mir kein Leid getan haben. Denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden. So habe ich auch wieder dich, der Herr König, nichts getan. Yeah, so it says that God has sent his angels to protect him. Also diese Geschichte erzählt, dass Gott seine Engel gesendet hat, um Daniel zu beschützen. Which means that even in the situation, Das bedeutet, obwohl sogar in dieser Situation, that he is there for you and was there for him. dass Gott für Daniel da war. So no matter what it is, Also egal was ist, no matter how many lions there are around you, egal wie viele Löwen um dich herum sind, God is there to protect you. Gott ist da, um dich zu beschützen. And he will help you to come out of this. Und er wird dir helfen, aus dieser herauszukommen. And I would like to read another story from Mark chapter 15. Ich werde jetzt noch eine Geschichte vorlesen von Mark, Kapitel 42 to 47. 41 bis. It says it was preparation day, that is, the day before the Sabbath. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped on the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where he was laid. Do we have a German version? Und am Abend, dieweil es der Usttag war, welcher ist der Voraus? Vorsabat, ja? Kam Josef von Arimathea, ein wahrer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Gebrauch Jesu. Pilatus aber verwunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben wäre. Und als er es erkundet von dem Hauptmann, gab Josef den Leichnam. Und er kaufte eine Leinwand und nahm ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab. Es war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, des Josefs Mutter, schauten zu, wo er hingelegt war. So it says that they have rolled the stone in front of Jesus' tomb. Also es sagt, die haben einen Stein vor Jesus Grab gepackt. And I don't even want to imagine the pain of having to bury somebody. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, jemanden zu begraben. And then having to put a stone in front of it. Und dann einen Stein davor zu packen. But Mary and Jesus' mother, Aber Maria und Jesus Mutter they did this. haben das getan. But in verse 16 it then says that the Sabbath was over and Mary Magdalene and Mary the mother of James, so that the Sabbath was over and Mary Magdalene and Mary the mother of James, Aber Maria Magdalena und Maria, das Jesus Mutter, schauten zu, wo er hingelegt war. and then very early on the first day of the week, Und dann ganz komisch am ersten Tag der Woche. it was the fact that they went back to the tomb, Und dann sind sie zurückgegangen zu seinem Grab. but when they looked up, Aber als sie hochgeguckt haben, they saw that the stone was rolled away. haben sie gesehen, dass der Stein weggerollt wurde. So out of this difficult situation or this pain, Aber aus dieser Situation, aus dieser schwierigen Situation und dem ganzen Schmerz, something amazing came.
etwas ganz Besonderes ist passiert. Because Jesus was alive and is alive. Jesus war am Leben und ist am Leben. And our freedom is alive. Und unsere Freiheit ist am Leben. And our joy and our hope is Und alive. unser Glück und unsere Hoffnung ist am Leben. So in front of us may be this pain. In front of us may be this pain Also vor uns mag dieser Schmerz sein or this suffering. und Schmerz. But once this stone has been overcome, Aber sobald der Stein weg ist, we're able to receive everything that we need. wir sind in der Lage, alles zu bekommen, was wir brauchen. And then our situations can be changed. Und dass unsere Situationen sich ändern können. And Daniel's situation has been changed. Und Daniels Situation hat sich geändert. He has been set free. Er wurde freigelassen. So your situation can be changed too. Also kann deine Situation auch geändert werden.